Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Tipps und Tricks Video zur Fuji X106, also die 6. Version der X100 Kamera. Die ist ja gerade sehr beliebt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja mein Review dazu gesehen. Jetzt hier also das passende Tipps und Tricks Video dazu. Lasst uns direkt mal loslegen. Ich habe die Kamera hier an meinem Atomos Recorder angeschlossen. Ihr dürftet jetzt hier also gerade den Kamerabildschirm und natürlich auch das Menü sehen. Das Fuji Menü ist ja, ich sag mal, ein bisschen komplizierter aufgebaut, da macht nicht immer alles Sinn, deswegen habe ich mich dafür entschlossen, hier wieder das Menü zu recorden, damit ihr natürlich alle Schritte auch nachvollziehen könnt. Als allererstes möchte ich auf zwei sehr, sehr wichtige Punkte eingehen, die betreffen nämlich einerseits die Autofokus Performance und andererseits die Akkuleistung. Die Kamera ist nämlich standardmäßig in Sachen Autofokus ein bisschen zurückhaltend eingestellt, das heißt, ihr spart da zwar ein bisschen mehr Akku, dafür ist die Autofokus Performance wirklich nicht so gut. Und das lässt sich natürlich ändern. Andererseits habt ihr bei der Akkuleistung eine Einstellung, die euch wirklich den Akku leer saugt. Und auf die beiden möchte ich jetzt einfach mal eingehen. Beginnen wir mit den Autofokus-Einstellungen. Hier solltet ihr nämlich einfach mal die Energieeinstellungen richtig einstellen. Das heißt, die Kamera in den Performance-Modus bringen und eben den Autofokus richtig konfigurieren. Geht dazu also erstmal ins Menü. Im Einrichtungsmenü findet ihr den Punkt Power Management. Und hier müsst ihr dann auf den Punkt Leistung gehen. Und wie ihr seht, ich habe hier schon verstärkt eingestellt. Standardmäßig ist der nämlich auf Normal. Wenn ihr den auf Normal habt, dann ist die Kamera einfach im normalen Energiemodus so gesehen und hat nicht die volle Power für Autofokus und Prozessor. Deswegen stellt diesen Punkt erstmal auf Verstärkt. Die Kamera hat jetzt erstmal die volle Power. Jetzt könnt ihr an der Seite den Schalter für den Fokus, ihr habt ja hier drei Einstellungen, MCS, erstmal auf C stellen. Das heißt Continuous, also der kontinuierliche Autofokus. Denn ihr wollt ja, wenn ihr was fokussiert, das Ganze auch verfolgen. Stellt den auf C und geht dann wieder ins Menü. Im AF-MF-Einstellungsmenü geht ihr dann erstmal auf den Fokussierbereich und stellt diesen auf eine Zone, so wie ich es jetzt hier konfiguriert habe. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mit einer Zone die Kamera einfach besser Sachen verfolgen kann, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel auf den weiten Autofokus geht. Ich weiß nicht, da wird das Ganze einfach ein bisschen eingeschränkt und sie hat vielleicht noch ein bisschen mehr Power zur Verfügung. Ich würde es euch einfach empfehlen, auf Zone zu gehen. Ihr könnt natürlich auch den weiten Autofokus nehmen. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach hat der nicht ganz so die Power wie jetzt eine Zone. Konfiguriert hier also erstmal eine Zone und bestätigt das mit OK. Geht dann nochmal ins Menü. Im AF-MF-Einstellungsmenü auf Seite 3 findet ihr dann den Punkt Prio auslösen Fokus. Hier solltet ihr dann die AFC Prio Auswahl auf Fokus stellen. Standardmäßig steht das Ganze nämlich auch auf Auslösen und dann ist es natürlich so, die Kamera löst sofort aus, obwohl ihr den Fokus noch nicht getroffen hat, also der Autofokus noch nicht hinterhergekommen ist. Deswegen stellt das Ganze hier auf Fokus. Als nächstes solltet ihr dann noch auf Seite 2 vom AF-MF-Einstellungsmenü den Punkt AF-MF auf Ausstellen. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auf einzustellen. Das heißt, ihr könnt manuell den Fokus noch eingreifen und verstellen. Stellt das Ganze auf Aus, sodass es hier nicht zu einer Verschiebung der Fokusebene kommen kann. Jetzt haben wir den Autofokus erstmal so in der Grundkonfiguration konfiguriert. Für den kompletten Autofokus mache ich euch auch nochmal ein extra Video, wo ich euch ein bisschen mehr dazu erkläre. Die zweite Option, welche wir jetzt noch einstellen müssen, ist eine energiesparendere Version, wie ich euch schon gesagt habe, standardmäßig hat die Kamera einen relativ hohen Energieverbrauch und das liegt an der Bildstabilisation. Die ist nämlich standardmäßig dauerhaft eingestellt. Geht dazu ins Menü. In diesem Kameraaufnahme-Einstellungsmenü auf Seite 2 findet ihr dann nämlich den Punkt IS-Modus. Und wie ihr seht, steht der jetzt bei mir hier schon auf nur Aufnahme. Standardmäßig steht er auf dauerhaft und das heißt, sobald die Kamera an ist, fängt der Bildstabi an, den Sensor zu stabilisieren. Und das zieht ohne Ende Strom. Das heißt, ihr seid da echt eine Stunde unterwegs und 50% von dem Akkustand der Kamera sind da direkt weg. Deswegen stellt das Ganze auf Aufnahme. Da stabilisiert dann der Bildstabilisator wirklich nur, wenn ihr den Auslöser schon halb gedrückt habt. Das spart eine Menge Energie und die Akkulaufzeit hält euch gefühlt 5-mal so lang als in der Standardoption. So, das waren jetzt schon mal die zwei wichtigsten Funktionen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Egal was jetzt noch kommt, die zwei solltet ihr wirklich so einstellen, dann passt da schon mal alles. Vor allem die Energieoption, dass ihr die Power hochsetzt,
macht schon deutlich was am Autofokus aus und natürlich auch der Bildstabi, der jetzt nicht mehr dauerhaft aktiviert ist, sodass ihr da ein bisschen Akku sparen könnt. Als nächstes kommen wir mal zum ersten wichtigeren Punkt, und zwar die Speicherkarte richtig formatieren. Ihr habt manchmal vielleicht schon von Problemen gelesen oder Probleme selber gehabt, dass Leute Probleme mit ihren Speicherkarten hatten. Und das liegt meistens einfach daran, dass diese nicht richtig formatiert sind. Also jetzt formatieren wir erstmal die Speicherkarte. Das ist wieder so ein Punkt, in normalen Kameramenüs würdet ihr das wahrscheinlich hier einfach irgendwo unter Einrichtungen und dann Datenspeicher-Setup finden oder sowas. Hier bei der Fuji ist es nicht so. Ihr müsst dazu in die Benutzereinstellungen gehen und habt hier als ersten Punkt oben dann Formatieren. Hier könnt ihr dann Formatieren auswählen und mit OK bestätigen, dass ihr alle Daten löscht. Wichtig, es werden dann wirklich alle Daten gelöscht. Ihr solltet euch also wirklich sicher sein, dass ihr die Karte formatieren könnt und alle eure Daten davor gesichert habt. Wenn ihr die Speicherkarte dann formatiert habt, solltet ihr da keine Probleme mehr haben. Mit dem nächsten Punkt kommen wir zu einer kleinen Sicherheitsfunktion. Und zwar ist es euch vielleicht schon passiert, ihr habt Bilder aufgenommen und danach gemerkt, ihr habt gar keine Speicherkarte eingelegt. Das ist natürlich blöd, weil dann habt ihr die Bilder eben nicht. Es gibt eine Option, wo ihr das Auslösen sperren könnt. Das heißt, solange keine Karte eingelegt ist, könnt ihr nicht auslösen. Und die findet ihr wieder im Menü, wieder im Einrichtungsmenü auf dem Punkt Tastenradeinstellungen. Auf Seite 2 findet ihr dort den Punkt Aufnehmen ohne Karte. Und das könnt ihr hier an- oder ausstellen. Standardmäßig müsste das, glaube ich, auch auf Anstehen. Das heißt, wenn keine Speicherkarte drin ist, könnt ihr trotzdem auslösen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze auf auszusetzen. So merkt ihr auf jeden Fall, wenn ihr eine Speicherkarte vergessen habt, beziehungsweise eben keine eingelegt ist, und könnt da noch eine einlegen. So, und dann kommen wir jetzt einfach mal zur Grundkonfiguration von der Kamera. Beginnen wir mit der Bildqualität. Die Bildqualität findet ihr ganz oben im Menü. Im IQ-Menü habt ihr erstmal die Bildgröße. Die stellt ihr natürlich hier auf L, also Large, mit der vollen Auflösung in 3:2. Das ist einfach der komplette Sensor. Da habt ihr dann schon mal die vollste Auflösung, welche euch die Kamera bietet, mit ihren 40 Megapixeln. Als nächstes empfehle ich euch, die Bildqualität einzustellen. Und die könnt ihr hier ja von Fine, Normal, auch auf Fine RAW stellen oder eben nur auf RAW. Das heißt, bei Fine RAW wird ein JPEG aufgenommen und eine RAW-Datei. Jetzt hat die Kamera ja richtig coole Filmsimulationen, die werden nur auf das JPEG oder auf das HEIF, da kommen wir gleich dazu, angewendet. Im RAW wird die Filmsimulation nicht angewendet, ihr habt im RAW aber einfach viel mehr Möglichkeiten, das Bild im Nachhinein noch zu bearbeiten. Deswegen, ich habe mich hier eigentlich für Fine und RAW entschieden, einfach weil ich dann immer das JPEG mit der Filmsimulation schon mal habe. Das kann ich mir direkt aufs Handy ziehen, wenn ich da irgendwie was verwenden will. Und das RAW habe ich immer noch so ein bisschen als Backup, falls ich da noch mal ein bisschen mehr editieren will. Die RAW-Aufnahme empfehle ich euch dann unkomprimiert aufzunehmen. Ihr könnt das Ganze auch komprimieren oder verlustfreie Kompression auswählen. Da streiten sich auch die Leute, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, ob man unkomprimiert oder verlustfrei komprimiert aufnimmt. Ich bin ein Fan, einfach alles verlustfrei aufzunehmen, weil wenn ich was bearbeiten will, dann möchte ich es einfach ohne Nachteile machen. Und deswegen einfach unkomprimiert. Die Daten sind hier dann natürlich ein bisschen höher. Das müsst ihr vielleicht für euch selber festlegen, was ihr da gerne hättet. Vielleicht nehmt ihr aber auch gar nicht im RAW auf, dann ist der Punkt natürlich ausgegraut und ihr nehmt nur im JPEG oder HEIF auf. Und zum JPEG oder HEIF kommen wir jetzt. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, Bilder als JPEG oder eben als HEIF oder HEIF, wie auch immer dieses Format heißt, aufzunehmen. Das JPEG-Format ist einfach ein 8-Bit-Farbformat. Das heißt, ihr habt da einfach nicht so viel Informationen wie im HEIF-Format. Da habt ihr dann 10-Bit. Die Bilder sehen einfach besser aus, ihr habt in Verläufen nicht diese Streifen, die man da manchmal sehen kann, aber es ist eben auch so, HEIF wird nicht von allen Rechnern unterstützt. Neuere Rechner sollten das eigentlich alles können und auch die ganzen iPhones und sowas können das jetzt. Deswegen, ich habe für mich hier HEIF ausgewählt. Ihr solltet euch einfach entscheiden, HEIF oder JPEG, mit was ihr einfach besser arbeiten könnt. Im Punkt drunter habt ihr dann die Möglichkeit, die Filmsimulation auszuwählen. Und da bietet euch Fuji ja einen Haufen Filmsimulationen, welche ihr auswählen könnt. Zwischen Farbsimulationen und Schwarz-Weiß ist da alles gegeben. Ich bin ein Fan von dem neuen Reala Ace und habe das so bei mir eingestellt. Das
Das natürlich auch nach Belieben und wie gesagt, es wird nur auf die HEIF oder JPEGs angewendet. Wenn ihr nur im RAW fotografiert, dann hat die Auswahl für euch überhaupt gar keine Rolle, denn ihr könnt es später im Bildbearbeitungsprogramm dann noch auswählen. Hier habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, sowas wie einen Körnungseffekt oder einen Farbchrome-Effekt einzustellen. Da könnt ihr das Ganze auch noch konfigurieren, wie es euch beliebt. Das hat ein bisschen Auswirkungen auf euer Bild, aber wie gesagt, eben nie auf die RAWs. Das ist auch wieder nur ja, eine Einstellung, wenn ihr in JPEG fotografiert oder eben in HEIF. Als nächstes konfigurieren wir mal die ISO und zwar die Auto-ISO. Es ist vielleicht so, also bei mir ist es so, ich lege meistens die Verschlusszeit fest und eben die Blende und lasse die ISO im Hintergrund selber arbeiten. Das heißt, ich wähle einen Bereich aus zwischen der Base ISO 125 und maximal 6400er ISO, sodass die Kamera in dem Bereich einfach die Belichtung automatisch anpassen kann. Und das Ganze findet ihr dann wieder im Kameraaufnahme-Einstellungsmenü auf Seite 3 und zwar dem Punkt automatische ISO-Einstellung. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier bei mir Auto 3 ausgewählt. Ich habe mir den nämlich so hinkonfiguriert. Ihr seht hier, Auto 1 ist jetzt mit einem Limit von 800 festgelegt, Auto 2 mit einem Limit von 3200. Und Auto 3 wurde von mir konfiguriert mit einem Limit von ISO 6400 und einer minimalen Verschlusszeit von 1/100 Sekunde. Das heißt, die Kamera wird in dem Modus einfach nie länger als 1/100 Sekunde wählen, wenn ich die Verschlusszeit auch automatisch vorgebe. Das ist ziemlich wichtig, weil es kommt manchmal zu Verwacklungen oder Personen bewegen sich. Es ist jetzt nicht mal so die Unschärfe durch Verwacklung von der Kamera selber, weil der Bildstabi macht daher eine relativ gute Arbeit, sondern es geht wirklich darum, ich möchte, wenn ich Personen fotografiere, die noch halbwegs scharf haben. Und da hat sich bei mir gezeigt, 1/100 Sekunde ist so die Grenze, dass die vielleicht nur noch ganz leicht unscharf werden, aber immer noch im Limit, wie es mir gefällt. Wie gesagt, ich habe hier die Standardempfindlichkeit auf 125 festgelegt, die maximale Empfindlichkeit auf ISO 6400. Das ist ein Wert, der mir einfach noch passt. Da ist das Rauschen im Bild noch so, dass ich es für angenehm empfinde und eben die minimale Verschlusszeit von 1/100 Sekunde. Ihr könnt das Ganze natürlich nach eurem Belieben festlegen. Vielleicht sind euch ISO 6400 schon zu körnig und ihr wollt da auf 3.2 oder vielleicht 1600 gehen. Das könnt ihr nach eurem Belieben festlegen und dann passt es für euch natürlich auch. Als nächstes stellen wir dann mal den Verschluss um. Im Kameraaufnahmemenü auf Seite 2 findet ihr nämlich den Punkt Auslösertyp. Hier könnt ihr mechanischer Auslöser, elektronischer Auslöser oder mechanischer und elektronischer Auslöser auswählen. Und ich empfehle euch da einfach den mechanischen und elektronischen Auslöser. Das heißt, bis zu einer gewissen Zeit arbeitet nur der mechanische Auslöser und ab einer gewissen kürzeren Zeit geht die Kamera dann auf den elektronischen Auslöser. So lassen sich dann auch Verschlusszeiten unter einer 4/1000 Sekunde realisieren. Wichtig ist auch, ihr müsst ein bisschen beachten, zum Beispiel bei Blende 2 ist die maximale Zeit mit dem mechanischen Verschluss bei einer 2000 Sekunde. Als nächstes, falls ihr merkt, dass die Kamera mit einem 1,29 Crop-Faktor aufnimmt, dann ist wahrscheinlich der Sportsucher aktiviert. Das findet ihr wieder im Menü, im Kameraaufnahme-Einstellungsmenü, ganz oben der Punkt Sportsucher-Modus. Wenn ihr den aktiviert, dann hat die Kamera automatisch einen 1,29-fachen Crop-Faktor und das wollt ihr ja vielleicht nicht, weil ihr einfach die komplette Brennweite und so verwenden wollt. Deswegen könnt ihr hier den Punkt deaktivieren und das Ganze auf Ausstellen. Und dann bietet euch die Kamera ja einen eingebauten ND-Filter. Der hat Vorteile fürs Filmen, aber auch fürs Fotografieren, wenn ihr einfach längere Verschlusszeiten realisieren wollt. Und den findet ihr auch wieder im Aufnahmeeinstellungsmenü auf Seite 3 unter dem Punkt ND-Filter. Hier könnt ihr das Ganze dann auf Anstellen. Ihr müsst einfach nur beachten, der ND-Filter ist auf 4 Stops festgelegt. Das heißt, ihr habt 4 Stops, wenn ihr den aktiviert oder eben keine Stops, wenn ihr den deaktiviert. Irgendwas dazwischen gibt es nicht. Ihr müsst da halt also dann eure Verschlusszeiten einfach passend einstellen. Standardmäßig habe ich den bei mir natürlich auf ausgestellt. Und wenn ihr mit eurer Kamera auch mal ein Selfie machen wollt, also die irgendwo hinstellen wollt, dann braucht ihr einen Selbstauslöser. Und diesen findet ihr auch wieder im Menü. In demselben Aufnahmeeinstellungsmenü auf Seite 1 findet ihr den Punkt Selbstauslöser. Hier könnt ihr den Selbstauslöser festlegen, entweder 2 Sekunden oder 10 Sekunden oder eben auf Aus. Ihr könnt hier dann auch noch einstellen, ob der Selbstauslöser gespeichert werden soll. Das heißt, wenn ihr die Kamera ausstellt und wieder anmacht, wird die Kamera weiterhin im Selbstauslöser aufnehmen. Also wenn ihr das auf Aus habt und ihr macht die Kamera aus, macht sie dann wieder an, dann habt ihr den Selbstauslöser wieder deaktiviert. Mir passt es so, deswegen habe ich die Option hier auf Aus. Und wie ihr dann vielleicht hier bei mir schon festgestellt habt,
Ich habe hier Gitterlinien aktiviert. Die Gitterlinien helfen euch einfach, das Bild richtig auszurichten, den Horizont gerade zu halten und so weiter. Und die müsst ihr natürlich auch erstmal aktivieren. Wie ihr das Ganze macht, geht da ins Menü. Im Einrichtungsmenü bei Display-Einstellungen findet ihr auf der Seite 2 die Rahmenhilfe. Und hier könnt ihr ein Raster 9, Raster 24 oder ein HD-Raster einblenden. Ich bin ein Fan vom Raster 9, also der dritten Regel, deswegen habe ich die hier mal festgelegt. Wenn ihr das jetzt aktiviert habt, dann wird euch das Raster aber noch nicht angezeigt. Das Ganze müsst ihr dann erst noch aktivieren, ob euch das im Sucher oder auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Und das Ganze findet ihr dann im Einrichtungsmenü auf der Display-Einstellung Seite 3 unter Display-Einstellung. Und hier könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr das Ganze im optischen Sucher oder im elektronischen Sucher oder dem LCD sehen möchtet. Deswegen, wir wählen jetzt hier einfach mal den elektronischen Sucher mit LCD und sehen hier direkt als ersten Punkt oben den Haken bei Rahmenhilfe. Standardmäßig ist der Haken nicht aktiviert. Das heißt, ihr könnt zwar ein Raster aktivieren, werdet es aber nicht sehen. Da müsst ihr das Ganze aktivieren, dann seht ihr das Raster auch auf eurem LCD. Wenn ihr das Ganze jetzt noch im optischen Sucher haben wollt, dann müsst ihr zurückgehen und auf optischen Sucher OVF gehen und hier ebenso die Rahmenhilfe aktivieren. Dann habt ihr die Linien auch in eurem optischen Sucher eingeblendet. Und dann bietet euch die Kamera ja auch noch die Möglichkeit, eine elektronische Wasserwaage anzuzeigen. Das heißt, sie zeigt euch einfach an, ob sie richtig ausgerichtet ist. Das wird euch dann live auf dem Bildschirm angezeigt. Das müsst ihr aber natürlich auch aktivieren. Geht dazu wieder in die Display-Einstellung. Auf Seite 2 findet ihr hier den Punkt Einstellungen Wasserwaage. Und hier könnt ihr dann auswählen, ob ihr eine 2D-Wasserwaage oder eine 3D-Wasserwaage haben wollt. 2D ist einfach nur das Kippen von der Kamera. 3D ist dann auch noch das, ja, ich sag's mal, nach oben und unten schwenken der Kamera. Ihr habt da die Möglichkeit dann also das Passende auszuwählen. Ihr müsst nur beachten, wenn ihr hier die 3D-Wasserwaage einstellt, dann habt ihr den optischen Sucher nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, euer optischer Sucher ist da gesperrt. Ihr könnt den hier also nicht mehr vorne mit dem Hebel aktivieren. Das gilt, solange die 3D-Wasserwaage aktiviert ist. Das kann auch sein, dass ihr vielleicht festgestellt habt, ja, ich kann den optischen Sucher gar nicht verwenden, dann kann es sein, dass eben dieser Punkt aktiviert ist. Wenn ihr die Wasserwaage hier auf Ausstellt, dann solltet ihr also auch keine Probleme mehr haben, den optischen Sucher zu verwenden. Das liegt einfach daran, der optische Sucher kann euch die Wasserwaage nicht richtig darstellen. Deswegen ist der dann deaktiviert, wenn dieser Punkt aktiviert ist. Deswegen, wenn ihr den optischen Sucher verwenden wollt, dann lasst am besten die Wasserwaage aus. Als nächstes habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass die Kamera den Bildschirm dreht, wenn ihr die Kamera dreht. Ihr seht es hier auf dem Menü. Wenn ich die Kamera jetzt drehe, dann wird das ganze Menü auch passend geschwenkt, sodass ihr das eben ablesen könnt. Wenn ihr das Ganze nicht haben wollt, dann müsst ihr auch im Kameramenü unter Einrichtung, Display-Einstellung auf Seite 2 den Punkt Auto Rotate anzeigen auf Ausstellen. Das Menü, ihr seht es jetzt hier, bleibt dann einfach fest, wenn ich die Kamera drehe. Das heißt, da verändert sich einfach nichts mehr. Ich habe den Punkt bei mir standardmäßig deaktiviert, weil es mich einfach so ein bisschen gestört hat, dass die Kamera immer hin und her schaltet, vor allem wenn man nicht ganz sicher ist, wie man sie jetzt ausrichten will. Wie gesagt, hier im Menüpunkt findet ihr das Ganze dann unter Auto Rotate anzeigen. Und dann waren wir jetzt ja gerade schon beim Autofokus konfigurieren. Ich gehe noch auf ein paar Details ein, welche ihr auch noch einstellen könnt, dass der eben besser konfiguriert ist. Wenn wir da ins Menü gehen und dann ins AF-MF-Menü, also die Autofokus AF-MF-Einstellung, dann könnt ihr dort auf Seite 2 die Gesichts- und Augenerkennung festlegen. Das heißt, ihr könnt hier auswählen, ob Gesichter und Augen erkannt werden sollen. Bei Gesichts- und Augenerkennung könnt ihr dann noch auswählen, ob die Augenerkennung aus sein soll, Auto, oder ob ihr eine Priorität fürs Auge festlegen wollt. Ebenso könnt ihr im selben Menü dann auch noch die Objekterkennungseinstellung festlegen. Das heißt, ihr könnt hier Objekterkennung einstellen und dann eben auswählen, ob ihr ein Tier, Vogel, Auto, Motorrad, Flugzeug, Zug als Motiv erkennen wollt. Wichtig dabei, wenn ihr den Punkt aktiviert, wir gehen jetzt hier mal auf Tier und zurück, dann sehen wir,
die Augenerkennung ist automatisch ausgeschaltet. Das heißt, ihr könnt euch nur entscheiden, ob ihr eine Augenerkennung, Gesicht-Augenerkennung aktiviert haben wollt oder ob ihr eben eine Motiverkennung aktiviert haben wollt. Beides zusammen geht nicht. Hier im Menü seht ihr dann ganz oben auch noch den Punkt Anzahl der Fokussierpunkte. Der steht jetzt auf 117 Fokuspunkte. Wenn ihr den Fokus so auswählt, dass ihr einen einzelnen Spot habt, dann könnt ihr hier den Wert noch ändern, dass ihr 425 Punkte zur Verfügung habt. Das heißt einfach, ihr könnt noch genauer fokussieren. Bei mir ist es jetzt hier ausgegraut, eben weil ich diese Zone konfiguriert habe. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze auf Spot stellt, könnt ihr hier die Punkte ändern. Das ist auch gut zu wissen, wenn ihr den Punkt ändern wollt. Wenn ihr in der Zone seid oder auf dem kompletten Feld, dann geht das nicht. So, und das war es jetzt mal mit der groben Autofokus-Einstellung. Als nächstes kommen wir ein bisschen zur Bedienung und da haben wir ja hier an der Seite von der Kamera hinten den Q-Button. Das ist das Quick-Menü und wie ihr seht, geht ja hier dieses Schnellmenü dann auf, wo ihr alle möglichen Einstellungen zur Verfügung habt. Und das könnt ihr natürlich auch für euch passend konfigurieren. Geht dazu ins Menü auf das Einrichtungsmenü. In dem Untermenü Tastenradeinstellungen findet ihr dann den Punkt Schnellmenü bearbeiten. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das Schnellmenü für Foto und Video einzustellen. Hier bei mir seht ihr jetzt, das Schnellmenü für Foto hat 16 Kacheln, das Schnellmenü für Video hat nur 8 Kacheln. Das könnt ihr hier also passend einstellen, wie ihr es haben wollt. Und dann könnt ihr natürlich noch auswählen, was ihr da für Punkte drin haben wollt. Also ihr könnt euch da euer Foto- und euer Videomenü passend einstellen, sodass ihr da einfach ziemlich schnell auf wichtige Funktionen für euch zugreifen könnt. Ebenso habt ihr im selben Menü unter Tastenradeinstellungen einen Punkt drunter die Funktion FN-Einstellung. Und hier könnt ihr einfach die komplette Tastenbelegung der Kamera konfigurieren. Ihr habt hier also wirklich jede Taste zur Auswahl und könnt da eure passende Einstellung drauflegen, sodass ihr euch die Kamera einfach so konfigurieren könnt, wie es für euch am besten passt. Unter dem Funktionenpunkt findet ihr dann auch noch die Einstellung Bedienradeinstellung, wo ihr eure Rädchen konfigurieren könnt. Ihr könnt euch also da auch noch festlegen, ob ihr damit eine Blende verstellen wollt, wenn ihr das nicht über den Blendenring machen wollt und ebenso natürlich ISO und so weiter. Das alles könnt ihr hier unter den Bedienradeinstellungen festlegen. Und dann noch was Wichtiges, standardmäßig habt ihr hier vorne auf dem Fokusring die Funktion digitaler Konverter eingestellt, also ein digitaler Zoom. Und das wollt ihr ja vielleicht nicht, weil die Kamera tut dann digital ins Bild zoomen, verringert natürlich auch die Auflösung und das lässt sich über den Ring hier natürlich sehr einfach verstellen und wie gesagt, das will man ja vielleicht nicht. Das ist für mich ein Punkt gewesen, den habe ich als erstes eingestellt, dass das nicht mehr passiert. Das Ganze könnt ihr standardmäßig so machen, ihr habt hier vorne diesen kleinen Knopf. Wenn ihr hier drauf drückt, dann geht das Menü für die Steuerring-Einstellungen auf. Und hier seht ihr habt hier zum Beispiel den digitalen Telekonverter. Und wie gesagt, den wollen wir ja nicht, deswegen ich habe bei mir aus eingestellt. Das könnt ihr bei euch vielleicht auch machen, sodass ihr da eben nichts aus Versehen verstellt. Ihr könnt euch da aber natürlich auch andere Einstellungen drauflegen. Wie gesagt, ich habe das Ganze auf aus, weil es lässt sich eben sehr einfach verstellen und meistens bekommt man das dann gar nicht mit und das will ich eben vermeiden. Und dann habt ihr auf dem Touchbildschirm oben rechts im Eck auch noch die Einstellung, die Schnelleinstellung für die Funktion, was passieren soll, wenn ihr auf den Bildschirm toucht. Jetzt habe ich das Ganze gerade auf Off gestellt. Ihr könnt hier auch einstellen, dass ihr ein Bild damit aufnehmt, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Ihr könnt das Ganze aber auch auf Autofokus stellen, dann könnt ihr hier durch Touch den Autofokus aktivieren und ja, euer Objekt verfolgen. Ihr könnt das Ganze aber auch auf Area stellen, dann habt ihr die Möglichkeit über den Touchbildschirm einfach das Autofokusfeld zu verschieben. Das geht relativ schnell, ihr braucht da dann nicht den Joystick dazu, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr beim Durchgucken das Ganze verstellt oder eben ungewollt verstellt. Deswegen, ich habe hier das Ganze auch auf Off stehen, sodass der Touchbildschirm einfach keine Funktion für den Autofokus hat. Und dann habt ihr im Menü ja vielleicht schon den Punkt My Menü entdeckt. Das heißt, ihr könnt euch da einzelne Menüpunkte in das Menü legen, abspeichern und dann schnell drauf zugreifen. Jetzt ist es so, das My Menü ist natürlich nicht so einfach zu erreichen, wie es bei anderen Herstellern ist, sondern ihr müsst die Punkte erstmal in einem anderen Menü hinzufügen. Und das findet ihr dann wieder im Einrichtungsmenü unter Benutzereinstellung und dann im Punkt Mein Menü-Einstellung. Ihr habt hier auch wieder die Möglichkeit zwischen Foto und Video zu unterscheiden und wenn ihr dann auf Mein Menü-Einstellung geht, könnt ihr hier Elemente hinzufügen und zum Beispiel, ich fange jetzt gerade mal an mit Filmsimulation.
Dann wähle ich den Punkt Filmsimulation aus, hier wird ein Haken gesetzt, gehe dann zurück und kann jetzt hier im Menü auf das Mein-Menü zugreifen und sehe hier die Filmsimulation. Wie gesagt, ihr habt den Punkt jetzt hier im Mein-Menü drin, ihr könnt den hier aber nicht rausschmeißen. Das heißt, ihr müsst erst wieder über die Benutzereinstellungen gehen, wenn ihr hier einen Punkt hinzufügen oder eben entfernen wollt. Ist ein bisschen umständlich, aber insgesamt ist das Mein-Menü natürlich sehr hilfreich, weil ihr eben auf die wichtigsten Punkte für euch sehr schnell zugreifen könnt. Und jetzt haben wir viel über Bildeinstellungen im Fotomodus geredet. Für den Videomodus gibt es natürlich auch noch ein paar hilfreiche Einstellungen. Deswegen, wir bringen die Kamera jetzt einfach mal in den Videomodus und beginnen da mal mit der wichtigsten Einstellung, und zwar die automatische Abschaltung bei Übertemperatur hochzusetzen. Das heißt, ihr könnt die Temperaturgrenze hochsetzen, sodass ihr noch ein paar mehr Möglichkeiten habt, ein bisschen länger Video aufzunehmen. Geht dazu wieder ins Menü. Unter Einrichtung, Power Management findet ihr hier den Punkt automatische Austemperatur. Und wie ihr seht, bei mir steht die schon auf hoch. Wenn ihr die auf Standard habt, dann überhitzt die Kamera schon relativ schnell. Wenn ihr das Ganze auf hoch stellt, dann seht ihr hier, die maximale Temperaturgrenze wird höher gesetzt. Bestätigt das Ganze mit OK. Jetzt ist es so, die Kamera wird warm, aber sie wird nicht so heiß, dass ihr sie gar nicht anfassen könnt. Deswegen könnt ihr ohne Probleme den Punkt wirklich auf hoch setzen. Ihr habt dann einfach ein bisschen mehr Zeit zum Filmen. Bei 6K sind es ca. 13 Minuten, bei 4K HQ sind es dann ungefähr 35 Minuten. Also das ist jetzt auch nicht unendlich lang, aber es lässt sich schon mal deutlich mehr damit arbeiten. Als nächstes kommen wir mal zur Konfiguration von der Videoqualität. Geht da im Menü ganz hoch auf die Filmeinstellungen und da habt ihr als zweiten Punkt auf der Seite 1 dann direkt mal den Videomodus. Und hier könnt ihr erstmal eure Auflösung und eben auch die Bildrate einstellen. Wie ihr seht, ich habe hier jetzt 4K im normalen Modus eingestellt. Das ist einfach eingestellt gewesen, weil ich die Kamera als Webcam genutzt habe, und im 4K normalen Modus habt ihr eigentlich gar keine Probleme mit Überhitzung. Wenn ihr die volle Qualität haben wollt, dann geht ihr hier auf den 4K HQ-Modus. Und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite noch auswählen, welche Bildrate ihr haben wollt. Ich bin bei 29,97 Bilder, also 30 Bilder pro Sekunde, weil das einfach für YouTube das beste Format ist. Wenn ihr eine Slow Motion aufnehmen wollt, dann findet ihr das Ganze auch hier im Menü. Und zwar ein Punkt drunter habt ihr den Hochgeschwindigkeitsaufnahmemodus. Der ist jetzt auf Aus. Den könnt ihr hier aktivieren auf An und dann könnt ihr auswählen, was ihr für eine Auflösung haben wollt und eben was für eine Bildrate ihr haben wollt. Ihr könnt euch hier das dann passend konfigurieren, um da eine schöne Slow Motion aufzunehmen. Unter dem Punkt Medienaufnahmeeinstellungen habt ihr dann die Möglichkeit einzustellen, welchen Codec und welche Bittiefe und so weiter ihr verwenden wollt. Ich würde euch da den H.265.422 MOV mit 200 Megabits pro Sekunde empfehlen. Das ist einfach die höchste Qualität, welche ihr im 4K 30 Modus haben könnt. Ihr habt dann hier im Menü unter F-Log noch die Möglichkeit, das F-Log-Farbprofil auszuwählen. Das heißt, die Kamera nimmt einfach im Log-Profil auf. Das Bild ist dann flacher, also erscheint grauer, hat aber dadurch eine höhere Dynamik. Jetzt müsst ihr die Videos natürlich im Nachhinein bearbeiten. Wenn ihr das aber macht, dann habt ihr da einfach die beste Bildqualität und ihr könnt hier dann eben auswählen, ob ihr eine Filmsimulation haben wollt, F-Log, F-Log 2 oder HLG. Ich empfehle euch dafür die beste Qualität mit der besten Dynamik natürlich F-Log 2. Ihr könnt aber auch eine Filmsimulation auswählen und euren Film eben schon mit der passenden Filmsimulation aufnehmen. Das sieht einfach schön aus. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr ein F-Log 2 aufnehmt, im Nachhinein noch eine Filmsimulation aufzuspielen. Also Fuji bietet euch da auch noch die Möglichkeit, entsprechende LUTs runterzuladen, sodass ihr eben F-Log 2 in eine entsprechende Filmsimulation umwandeln könnt. Wenn ihr mit F-Log aufnehmt, dann erscheint das Bild bei euch auf dem Bildschirm natürlich grau. Ich stelle das hier jetzt einfach mal um, dann seht ihr das direkt. Das Bild ist jetzt hier einfach grauer. Ihr könnt jetzt hier im Menü unter Einrichtung, Display Einstellungen auf Seite 2 die F-Log-Anzeigehilfe einstellen. Und dann wird eben das Bild wieder richtig angezeigt. Ihr seht es jetzt hier, es erscheint nicht mehr so grau. Ihr habt da einfach die Anzeigehilfe. Das wird jetzt nicht in eure Datei geschrieben. Ihr könnt einfach nur, ja,
die Bildqualität bzw. euer Bild einfach auf dem Display besser bewerten. Und dann hat die Kamera ja für jede Auflösung bzw. jede Auflösung mit Bildrate vielleicht einen anderen Crop-Faktor. Das heißt, es wird ein bisschen mehr ins Bild reingekroppt. Und ihr könnt hier in der Kamera aktivieren, dass über alle Auflösungen und alle Bildraten das Bild gleich gekroppt wird. Das wollt ihr aber vielleicht nicht, deswegen geht hier mal ins Menü. Im Filmeinstellungsmenü auf Seite 1 habt ihr bei mir jetzt den ausgegrauten Punkt Filmausschnittvergrößerung festlegen. Wenn ihr das auf eingestellt habt, dann ist in jedem Modus der Ausschnitt einfach gleich. Jetzt wollt ihr natürlich vielleicht einfach den kompletten Ausschnitt haben, deswegen lasst es dann auf Aus, wenn ihr es eben nicht so haben wollt. Im selben Menü auf Seite 2 findet ihr dann noch die Datenebenen-Einstellungen. Hier könnt ihr nämlich die Datenebenen für den Videobereich eingrenzen. Das heißt, ihr seht hier 8-Bit, 10-Bit und dann ein eingegrenzter Bereich oder eben den vollen Datenbereich. Ihr könnt es hier auf den vollen Bereich festlegen und habt da natürlich dann alle Daten zur Verfügung. Im Filmeinstellungsmenü auf Seite 3 habt ihr dann auch noch den Punkt Aufnahmeindikator. Wenn ihr den aktiviert habt, dann wird euch auf dem Bildschirm einfach noch ein roter Rahmen angezeigt, wenn das Video aufgenommen wird. Das ist einfach besser, um zu erkennen, wenn ein Video aufgenommen wird. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch auf Ausstellen, dann lenkt es euch vielleicht ein bisschen weniger an. Ich würde euch aber empfehlen, das Ganze auf anzulassen. Ebenso könnt ihr hier auf Seite 3 auch noch die Kontrollleuchten festlegen. Das heißt, ihr könnt einstellen, wo die Kamera blinken soll, wenn eine Aufnahme läuft. Ihr habt hier vorne und hinten zur Auswahl und könnt da natürlich blinken, an, aus oder alles komplett aus einstellen. Das könnt ihr also so konfigurieren, wie es für euch am besten passt. Und wenn ihr in eurem Video vielleicht so ein bisschen Ghosting feststellt, gerade in dunklen Bereichen, dann kann das mit der Rauschunterdrückung zusammenhängen. Die lässt sich deaktivieren, die Interframe-Rauschunterdrückung. Die findet ihr im Menü, im IQ Bildqualitätseinstellungsmenü. Auf Seite 2 habt ihr die Interframe-Rauschunterdrückung. Die könnt ihr entweder auf automatisch lassen oder dann eben, wenn ihr Ghosting feststellt, auf Ausstellen. Ebenso habt ihr hier noch die Möglichkeit, die Vignettierungskorrektur an- oder auszustellen. Das heißt, wenn ihr leichte Streifen im Bild erkennt, dann könnt ihr hier die Vignettierungskorrektur ausstellen und dann sollte das auch behoben sein. So, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch. Das war jetzt eine ganze Menge. Das Video, ja, dürfte wieder eine ganze Zeit lang gehen. Der eine oder andere neue Tipp war für euch vielleicht noch dabei. Gerade die Einstellung mit der Bildstabilisation, damit ihr da ein bisschen mehr Akkulaufzeit habt, ist natürlich nicht so schlecht. Und natürlich auch die Einstellung für den Autofokus. Wie gesagt, das sind zwei wichtige Punkte, deswegen habe ich die ganz am Anfang gebracht. Stellt die um, dann habt ihr auch sehr viel Spaß mit der Kamera und ich hoffe, ansonsten war auch noch einiges dabei, was euch geholfen hat. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben, dann versuche ich die zu beantworten und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.